Mein Name ist Hans-Jürgen van Ackeren. Ich bin IT-Administrator im Europapark. Normale Regelarbeitszeit fängt um 8 Uhr an, man kommt aber meistens ein klein bisschen früher, dass man dann schon vorbereitet ist. Wenn man morgens ins Geschäft kommt, weiß man nicht, auf was man heute trifft, ja, was für Aufgaben auf einen zukommen, und das bleibt immer ganz spannend. Guten Morgen! Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man morgens gleich schaut, was sind die wichtigsten Dinge, die heute schon anstehen, dass der Parkablauf reibungslos beginnen kann. Das sind dann administrative Dinge, die mit dem Gast zu tun haben, wie Kassensysteme zum Beispiel im Shopping oder in der Gastronomie. Da kann man die Sachen mal anschauen. Unsere Mitarbeiter im Europapark schreiben uns Aufträge oder Störungsmeldungen über unser Ticketsystem. Also es gibt zum Großteil vieles, die man hier direkt am Arbeitsplatz erledigen kann. Wir können auch remote auf verschiedene Systeme dann drauf zugreifen. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die man hier nicht am Rechner lösen können. Die müssen wir dann vor Ort lösen. Also wir sind hier an einem Verteilerknoten für verschiedene Büros und so weiter, wo hier die Ports auf die Patch-Panels gepatcht sind. Wenn ein neuer Arbeitsplatz eingerichtet wird, dann schauen wir uns die Netzwerkdose an, suchen die hier dann raus, patchen dann auf den Port und stellen die entsprechenden VLANs dann für diesen Port ein. Wir haben bei uns im Europapark über 500 von diesen Verteilern, also Hauptverteilern und Unterverteilern, auf 400 Standorten verteilt. Im gesamten Park haben wir Strecken und Glasfasern an Unterverteilern und sonst was, das sind mehrere 100 Kilometer. Und die ganzen Kupferports, die wir haben, das sind über 23.000 Stück. Also am Anfang waren wir zu zweit im IT-Service. Ne? Früher hatten wir ja auch viel weniger Mitarbeiter, die wir betreut haben. Und heute sind wir in mehreren Teams aufgeteilt, ja, und eine größere Mannschaft. Also mein persönlicher Spitzname für ihn, ich glaube, nur ich darf ihn so nennen, weil wir uns eben schon so lange kennen, und ja, der Abteilungsopa ist das. Man nennt mich auch den IT-OP, finde ich ganz witzig, und fühle mich da auch geschmeichelt, wenn dann meine jungen Kollegen kommen und fragen, du Hans-Jürgen, sag mal, wie ist es denn da, du kennst dich doch da aus. Ja. Das ist ganz nett zu sehen, wenn man so auf eine lange Zeit von 23 Jahren zurückblicken kann. Er kennt in allen Abteilungen und so weiter alle möglichen Personen, auch die Systeme, die er betreut, kennt er halt von Anfang auf. Der IT-OP, der weiß alles, ja, und man kommt dann zu mir und fragt mich, das finde ich schön. Hier habe ich ein Foto hängen von der Geschäftsleitung, mit der ich mal eine historisch-geschichtliche Führung zum Schloss Balthasar gemacht habe. Hier ist Jürgen Mack, Roland Mack steht auch dabei. Und da bin ich hier in mittelalterlicher Gewandung zu sehen. Wenn man jetzt zivil eine Führung macht, das ist so ein Funke, der da fehlt. Im Gewand ist das schon mal was ganz anderes. Das soll ja nicht aussehen wie eine Fastnachtsverkleidung, weil man möchte ja auch den Menschen zeigen, wie man im Mittelalter gekleidet war. Gott zum Gruße! Auf der Burg Lichteneck bietet sich das für mich an, Führungen zu machen. Die Burg, die man ja hier auch weitläufig sehen kann, ja, hier in der Region, man fährt ja dran vorbei, Machtsymbol der Grafen von Freiburg. Das ist was ganz Besonderes, da oben Führungen zu machen. So, dann kommt mal rein. Ich darf euch alle ganz recht herzlich zur heutigen Burgführung auf der Burg Lichteneck begrüßen. Mein Name ist Hans-Jürgen van Ackeren. Ich wohne schon seit langem in Penzingen. Hauptberuflich arbeite ich im IT-Service des Europapark, und ich möchte euch nun zu einer schönen Ausflug in die Vergangenheit einladen. Es macht mir Freude, wenn dann die Menschen so zwischendurch mal fragen, und dann man macht mal ein Späßchen zwischendurch, ja, dass die Leute so ein bisschen aufgemuntert werden, und das ist das Schöne an den Führungen.
Das ist ungefähr meine 10. hier, weil ich immer wieder, wenn ich Besuch habe und es ergibt sich gerade, jetzt war ich heute mit meinem Enkel hier, der auch mal einen Ritter sehen wollte. Ich kenne jetzt privat schon ziemlich lange. Er ist ein großer Künstler, hat sehr viel Erfahrung mit Geschichte und kümmert sich darum. Und es ist immer interessant, ihn zu hören. Sobald das Thema Burgen irgendwo fällt, ist er natürlich in seinem Element. Und dann erzählt er auch. Gell? Das, was ihr in den Ritterfilmen überall und den Kinos seht, wo sie mit den Schwertern aufeinander schlagen, das gab es in Wirklichkeit so gar nicht. Ich würde doch nicht mein Schwert jetzt kaputt machen, indem das 2 Schwerterklingen aufeinander prallen und dann überall Zacken in der Klinge sind. Das habe ich mir von einem Schwertschmied herstellen lassen, also ein sogenanntes Custom Sword. Auf diesem Schaft hat er mir in Lateinisch einen schönen Spruch drauf punziert, der so viel heißt wie: Ich stell dich unter meinen Schutz. Es ist halt schon was Besonderes, ein echtes Schwert in den Händen zu halten. Ja, gerade die kleinen Kinder, wie sie dann die Eltern sagen: Oh Papa, schau mal, da steht ein richtiger Ritter und so, ja. Und das finde ich auch das Schöne, wenn man die Kleinen begeistern kann mit sowas. Ne? Dann lernen wir heute noch ein bisschen was. Dann kannst du nämlich dann, wenn das dann Zeit hat, dann kannst du was erzählen in der Schule. Naja, wenn nicht, fragst du mich nochmal. Dann gebe ich dir ein paar Tipps. Weil ich darin die freudenden, strahlenden Gesichter sehe, wie ich die Leute begeistern kann. Etwas schenken macht einem ja selber auch Freude. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr hier mit mir durch die Lichteneck gegangen seid. Habt Dank. Vielen Dank. Danke. Ja, also IT ist jetzt nicht nur am Rechner vorm Bildschirm sitzen, sondern die Hardware, die eingekauft wird, die muss natürlich auch vorbereitet werden. Da brauchen wir auch einen Platz dafür. Wir sind jetzt hier bei uns im IT-Lager, wo wir unsere Hardware gelagert haben, die wir neu bestellt haben zum Installieren. Verschiedene Steckertypen, verschiedene Glasfaserkabel. Das sind Dinge, die man immer in einer gewissen Stückzahl hier vorrätig haben müssen und sollten. Dahinter befindet sich eine abgeschlossene Tür. Das ist ein Gefahrenbereich. Man hört es jetzt auch wieder ganz deutlich, wie die Euromir vorbeifährt. Ja, also wenn man die aufmachen, dann steht hier der Sicherheitsdienst. Das ist eine Steuerplatine für unsere Drehsperren vorne im Haupteingang oder im Hotelbereich. Das sind dann auch Eigenentwicklungen von uns vom Park, die wir selber machen. Für unsere Steuerplatine habe ich hier jetzt noch weitere Anschlüsse aufgelötet. Je nachdem, wie filigran die Sachen sind, muss man dann schon aufpassen, damit hinten die Anschlüsse, sage ich mal, nicht mit anderen verlötet werden, dass es einen Kurzschluss gibt auf der Platine. Man braucht sehr viel Geduld dabei und entspannt sich auch dabei sehr. Und da habe ich so das Gefühl wie Meditation, wenn ich diese Faksimilierungen mache. Geschrieben wird von Hand mit der Eisengallus-Tinte und mit der Gänsefeder. Ich kriege dann vom Auftraggeber hochauflösende Fotos zugesandt. Das soll dann für den Betrachter so aussehen, wie wenn es original vor einem liegt. Ich habe als Kind immer gern gezeichnet und gemalt, aber alles für mich selber, bis ich dann mal eine Ausstellung in Kenzing gemacht habe, wo ich die Stadt Kenzing als aquarellierte Bilder darstellte, wie es im Mittelalter aussah. Als Künstler muss man Autodidakt sein und man muss immer ein bisschen experimentieren und dann findet man auch neue Kunstrichtungen, die spannend sind und auch sehr interessant sind und man kann mit der Geschichte und mit der Kunst beides so schön vereinen. Mein persönliches Lieblingsbild ist das Nibelungenlied, das Buch der Kriemhilden. Die Initialen, die aufgemalt werden mit mineralischen Pigmentfarben und die Blattgoldarbeiten, die da drin sind, das vereint eigentlich alles in der mittelalterlichen Buchmalerei, in der Kunst der Buchmalerei. Kunden sind ja oftmals Gemeinden, die ein Museum betreiben, ja, oder unser Chef Michael Mack. Das ist die Gründungsurkunde des ACE, Adventure Club of Europe, die im Ausgangsbereich vom Batavia hängt. Gegründet 1716 mit Segel, also ACE. Und darum herum steht es dann nochmal ausgeschrieben.
macht schon stolz. Ja. Wenn man dann sag ich, so ein Hobby hat und dann für den Europapark auch noch sowas machen kann, ist schon richtig toll. Ja. IT-Service von Ackeren, guten Tag. Ja, ich schaue mir das sofort an, komme ich gleich nach vorne. Ne? Gut, bis gleich, tschüss. Okay. Übrigens, ganz interessant auch für unsere geschichtsinteressierten Besucher wäre natürlich auch sowas. Unsere Kapelle, die ist älter wie der Europapark. Erbaut 1954 von dem letzten Baron von Böcklin von Böcklinsau. Und die Grabstätte befindet sich hier immer noch. Übrigens, das hier ist das Vogtshaus, das älteste Fachwerkhaus Deutschlands, das die Familie Mack gerettet hat. Erbaut 1474, als das Fachwerkhaus dann hier in den Europapark geliefert wurde, bin ich jede Mittagspause hier nach vorne gekommen, habe mir das angeschaut, wie die hier gearbeitet haben, war schon was ganz Besonderes da zuzuschauen. Da habe ich so richtig Gänsehaut gehabt. Es war richtig toll, das zu beobachten. So, hier soll die Kamera defekt sein. Werde ich wahrscheinlich austauschen müssen. Sieht aus wie wenn das Kabel gebrochen wäre hier zwischendrin. Ja, wenn ein Besucher plötzlich merkt, oh, ich habe was im Auto vergessen, er muss noch mal zurück, dann wird das Ticket gescannt, er wird fotografiert. Damit das Ticket wieder gültig ist, kann er an einer anderen Stelle wieder den Park betreten für den heutigen Tag. So, dann kommt die neue Kamera hier wieder dran. So. Einsatz ist beendet, Kamera läuft wieder, die Gäste können hier die Drehsperre wieder nutzen. Und auf dem Rückweg ins Büro gehen wir noch am Schloss Balthasar vorbei, da möchte ich euch noch was zeigen. Ja, hier haben wir ganz tolle Exponate, Originale sogar von den Baronen von Böcklinsau, die dieses Schloss hier im 15. Jahrhundert gebaut haben. Das Stauferschwert, das 1910 bei Bauarbeiten hier im Schloss Balthasar gefunden wurde, wovon ich eine Kopie anfertigen ließ. Das Original lag ja in Freiburg im Staatsarchiv. Ein Original, auch wenn es jetzt so verrostet ist, es ist doch noch mal was anderes, weil es ist ein echtes aus der Stauferzeit, Ende 12. Jahrhundert. Das ist ein großer Kontrast zwischen der modernen Technik heute in dem Job, den ich arbeite und dem, was ich im Hobby mache. Aber ich finde, das gehört irgendwo zusammen, weil wem die Gegenwart wichtig ist, der berichtet aus der Vergangenheit. Die Menschen sagen, die guten alten Zeiten, aber es gibt auch bei uns in unserer heutigen Zeit die schönen Zeiten. Ja. Wenn man dann so die Gesichter der Gäste sieht, wie sie reinkommen, ja, und sich freuen, hier in den Park zu kommen, das tut dann schon gut. Und auch für mich persönlich zu sehen, die Menschen sind zufrieden, die hierher kommen, freuen sich, dass sie hier sind und ihren Spaß haben und auch wegen mir schneller drin sind. Ja, und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich hier den Job mache. Damit es einen Sinn gehabt hat. Ja. Weil nur jetzt so faul am Strand rumliegen ist nicht meine Art, sondern was zu schaffen für die Menschen, die um einen rum sind. So, genug mit der Geschichte. Jetzt geht's zurück zur Technik. Gehen wir zurück ins Büro und schauen, was es noch für Aufgaben zu erfüllen gibt.